Civilization, yeah? You want everything market? Sorry, market no people. Okay. Wow. Herzlich willkommen zum ersten Teil meiner China-Reise. Der erste Teil spielt in Shanghai. Und hier steppe ich auch schon aus dem Flugzeug aus. Hier springen auch schon die ersten chinesischen Schriftzeichen entgegen. So, jetzt geht's auch schon mit dem Taxi zur Unterkunft auf Autobahn. Was sehen wir hier? AMD, das kennt man doch. Vorbei an riesigen Skyscrapern sieht man hier eine schöne, saubere und geordnete Autobahn, wie man sie aus Deutschland kennt. So, da wurde ich auch schon mit dem Taxi bei meiner Unterkunft abgesetzt. Hier mal ein kleiner Blick auf die Straßen Shanghais bei Nacht. Und jetzt gebe ich euch noch eine kleine Rundtour. Einfach in ein Einzelzimmer hier. Ganz simpel zum Arbeiten hier. Und das Bad. Und sogar eine Küche dabei. Mit schönen Midea-Maschinen. So. Jetzt erstmal raus. So, und das Internet ist auf jeden Fall auch stabil. Haben wir eine 600K Leitung. Das läuft auf jeden Fall. Ja. Habe mich ein bisschen gewundert an der Rezeption. Die sprachen tatsächlich gar kein Englisch. Obwohl Shanghai eigentlich sehr international ist. Aber ja. So, jetzt wird sich hier erstmal was zu essen geholt. Diese Fahrräder sind viel zu klein. Crazy. Ah, sogar ein Tesla hier. Aber schon crazy, diese Hochhäuser hier. So, und ab geht's ins erste Restaurant. Da habe ich mir irgendwie mit Hand und Fuß ein Gericht bestellt. Wird auf einer Herdplatte serviert. Kostenlosen Tee gibt's mit dazu. Und hier, ja, gibt's hier allerlei zu bestellen. Echt ein cooler Vibe dort. Wird noch der Tee eingeschenkt und genau, jetzt sind wir hier auf der Straße und man sieht, hier ist eigentlich relativ viel Verkehr, viele Scooter, Autos und so, aber es ist wunderbar leise, weil alles elektrifiziert ist und auch viel für Fahrräder, es ist unglaublich gut. Ich dachte mal, China wäre sehr autofokussiert. Genau, hier gehe ich jetzt zur ersten Attraktion, das ist die U-Garden Area. Ja, hier ist eine sehr aufdringliche Verkäuferin. Die ist mir nachher noch 5 Minuten hinterhergelaufen und wollte mir diesen scheiß Helikopter verkaufen. So, auf geht's. Hier kommen jetzt einige Stände mit bunten Reklamen. Genau, dann sieht man hier einige dampfende Eisbecher. Und ab geht's in den Tempel hinein. So, hier dann gleich die Gelegenheit genutzt und ein paar Fotos von mir machen lassen. Genau, weiter geht's. Nee, danke, Tee wollen wir nicht haben. Und ein schönes Eis habe ich mir gegönnt. Ja, McDonald's gibt's ja auch in China. Wow. Das ist einfach gewaltig. Ja, das war meine erste Reaktion, als ich diese gewaltige Skyline gesehen habe. Das ist schon echt beeindruckend. Und hier sieht man ein paar Rentner noch eifrig mitten in der Nacht ihren Sport betreiben.
Ja, diese Beleuchtung hier ist schon unglaublich. Fucking riesig. Und auf geht's, Stufe für Stufe. Und hier sehen wir einmal so bunt die Skyline Shanghais in ihrer ganzen Pracht. So, das sieht ein bisschen nach Europa hier aus. Habe ich mal entdeckt. So, dann habe ich mir hier einen dicken Lachs bestellt. So, Aldi. Das gibt's hier nämlich auch. Die hatten da sogar ein paar deutsche Produkte. Leider ging dann mein WeChat und Alipay nicht mehr und ich konnte mir leider gar nichts kaufen dort. Das Problem hatte sich aber später gelöst. Ich musste einfach meinen Reisepass nochmal registrieren. So, nach dem anstrengenden Tag nochmal schön ins Fitnessstudio. Nur leider komme ich nicht rein, bis mein freundlicher Chinese beim Einloggen geholfen hat. Habt ihr schon mal so einen QR-Code gesehen? Und natürlich habe ich es dann reingeschafft. Leider hatte ich noch viele Probleme mit meiner eSIM, also viele chinesische Dienste, die luden entweder gar nicht oder sehr langsam. Daher habe ich mir hier noch diese lokale SIM-Karte geholt. Die muss man leider noch extra registrieren lassen. Ja, das hat bei mir ein bisschen lang gedauert. Ja, und hier fiel mir dann auch schon die erste chinesische Eigenheit auf. Und zwar wird sich hier beim Anstehen einfach vorgedrängelt. Ich dachte erst, die werden schon irgendwas Dringliches haben. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass du regelrecht aktiv anstehen musst, weil es ist total sozial akzeptiert, sich vorzudrängeln, wenn man nicht aufpasst. Mit der neuen SIM-Karte konnte ich dann auch endlich diese Leihräder hier nutzen, was das Erkunden der Stadt schon sehr erleichtert hat. Und hier nochmal ein schönes Essen, was ich mir während der Wartezeit geholt habe. So, inzwischen konnte ich mich fürs Chinesisch-Lernen begeistern. Hier mal ein paar chinesische Schriftzeichen und Wörter, die ich hier frisch gelernt habe. So, was sehen wir hier? Ein chinesischer Bäcker mit allerlei Süßkram. Ja, das sieht schon lecker aus. Das sieht schon lecker aus. Das hier habe ich mal auf dem Weihnachtsmarkt auch in Deutschland schon mal gesehen. Nochmal um die Ecke. Jo. Ich habe auch mir mal erlaubt, eine Kleinigkeit zu probieren. Und muss sagen, die Chinesen können auch gut backen. Ja, Dominos gibt's ja auch. Dann war ich noch gediegen feiern in diesem Club und in diesem hier. So, dann zum Auskatern mal schöne Tour ins Stadtinnere. Also es flasht mich echt jedes Mal, was das hier für Menschenmassen auf den Bürgersteigen sind. Also in dem Ausmaß kann ich das in Deutschland nicht. Aber dazu später noch ein wenig mehr.
So, wieder am Markt. Hier habe ich mir eine interessante chinesische Nachspeise besorgt, ausprobiert. Bin ich wieder im Liu Garden und dort traf ich auf eine chinesische Influencerin, die hat mir nach einem kleinen Interview diese schöne Schleife hier geschenkt. So, dann zeige ich euch hier noch einmal die Shanghaier Skyline. Man nennt diese Gegend auch so bunt. Und zugleich nehme ich euch mit auf einen kleinen Spaziergang hier. Aber ich muss ja sagen, die Menschen, Chinesen sind schon ein sehr hilfsbereites und nettes Volk. Bist ja nicht überall offen mit aufgenommen und vor allem auch die Polizisten waren sehr nett. Also ich hatte einmal Probleme mit so einem Metro-Ticket und die haben sich echt so Minuten für einen Zeit genommen, um mir das zu helfen einzurichten. Haben sogar Hotspot gegeben und so. Das war schon sehr nett. Und auch beim Feiern so. Ich bin ab und zu auch, ich bin immer allein feiern gegangen und wurde da irgendwie immer mega nice in so chinesische Würfelspiele und so mit eingeladen, obwohl ich gar kein Chinesisch sprechen konnte. So. Manche konnten ein bisschen Englisch so, aber viel lief einfach über Translator-Apps und selbst damit wurde man immer herzlich mit aufgenommen. Also ein sehr offenes, nettes und einladendes Volk. Also man merkt allgemein, dass so soziales Miteinander hier einen viel höheren Stellwert hat. So. Also halt immer, die Gruppe zählte immer am meisten so und ist nicht so sehr aufs Individuum gemünzt wie im Westen. Und das Wohl der Gruppe gilt halt über alles. Und auch sonst, man sieht immer in den Parks immer ganz viele, keine Ahnung, Tanzgruppen und Spielgruppen in allen möglichen Altersklassen und schon ganz cool, also gerade für alte Leute so, spielen dann irgendwelche Brettspiele oder Kartenspiele draußen und in Deutschland hast du dann so die Einsamkeit und so. Da muss ich sagen, sind die uns kulturell schon etwas voraus. Gut, ist natürlich auch wärmer dort, ne? Darf man nicht vergessen. So, wo befinden wir uns jetzt? Ich bin jetzt auf der Nanjing Road. Das ist tatsächlich die größte Einkaufsmeile oder die längste der Welt. Und da spaziere ich jetzt einmal lang. Und dann sehe ich hier gleich so ein Schokoladenmuseum. So, ich wollte eigentlich ja weiterlaufen, aber da sprang mir dieser Teddybär ins Auge. Und so gehe ich hier einmal rein. Sieht man einmal, wie wird die Schokolade produziert. Und oh, Kakaobohnen. Und geht's weiter. Hier kann man Schokolade kaufen. Genau. Also war jetzt nicht so besonders. Jetzt sieht man hier nochmal einen dampfenden Drachen. Das sah ganz cool aus. Und weiter geht's. So, bei der Gelegenheit kann ich ja mal über die Digitalisierung sprechen. Also das ist echt ultra krass. Also ich habe während meiner ganzen Reise hier nicht ein einziges Mal Bargeld abheben müssen. Und du kannst dir selbst Obdachlosen oder in kleinsten Geschäften kannst du mit WeChat oder Alipay bezahlen. Und auch vor allem, weil jeder hat zum Beispiel diese WeChat-App und du kannst auch einfach jeden wie mit Bargeld auch so untereinander Geld transferieren. Und auch im Hotel zum Beispiel die Waschmaschine und Trockner kannst du in einer App bezahlen und auch sogar die Temperatur und Dauer einstellen. Also das ist schon mega cool alles. Ja, für Sicherheit ist auf dieser riesigen Einkaufsmeile auf jeden Fall gesorgt. Hier gibt es dann einen Haufen Polizeitürme und auch Kameras. So, auf geht's. Wettlauf. Da sieht man mal, wie riesig diese scheiß Straße ist. Also, das ist ja unglaublich breit hier, voll mit Menschen. Die ganze Straße wird überlaufen. So, jetzt sehen wir hier rechts Look-in-Kaffee oder Luck-in-Kaffee. Coffee. Das ist quasi das chinesische Starbucks in bezahlbar.
Und das gibt es in jeder größeren Stadt. So, dann kann ich bei der Gelegenheit ja auch nochmal über die Überwachung hier sprechen. Also man hört das ja oft in den westlichen Medien dann viel über China, gerade über die Überwachung. Aber ich muss sagen, so schlimm wie das in den Medien dargestellt wird, habe ich es hier nicht wahrgenommen. Also Kameras sind da, aber das hat jetzt nicht wirklich gestört. Im Gegenteil muss ich sagen, dass es hier gerade im Gegensatz zu vielen europäischen Großstädten wesentlich sicherer ist. Also du kannst hier nachts problemlos rumschlendern. Und ich denke, gerade Frauen können sich hier nachts sehr viel unbesorgter bewegen, was halt nochmal ein anderes Freiheitsgefühl ist. Hello, the shopping bags. Shopping market. Thank you. You want everything market? Ah, wer ist der Market? Yeah, I have. Okay. 3 minutes. You look, okay? Ja. Okay, let's go. Ja, diese nette Frau hat mich jetzt überredet, zu einem Shop zu kommen. Mal gucken, was mich da erwartet. Es dauerte zwar länger und länger, aber kommen wir doch irgendwann an. Und auf geht's, den Fahrstuhl hoch. Civilization, ja? Ja, große Staubsaugroboter gibt's ja auch. Und rein geht es in den Fahrstuhl. So, Fahrstuhl angekommen. Steigen wir aus und gucken mal, was uns hier erwartet. Ich darf leider nicht weiter filmen. Ja, wo mich die nette Dame hingeleitet hat, war einfach ein riesen Store voller Fake-Markenklamotten. Und das war richtig underground, so secret. Dann hat sie mir die hatten auch so Fake-Rodexes und so. Und irgendwie Gucci, Prada, mich interessiert der ganze Kram ja nicht. Und dann wollten wir unbedingt eine Rolex, so eine Uhr verkaufen. Dann haben die mir irgendwie erst 2200 Yuan angeboten, aber ich wollte die halt einfach absolut nicht haben. Die auch Spaß auf 800 Yuan runtergerechnet, gehandelt. Aber ich glaube, die hätte ich auch noch günstiger bekommen können. Das sind ja halt, ich weiß nicht, ob das ein gutes guter Fake war, aber ob der auch lange hält, aber die sahen ganz gut aus an sich. Aber witzige Erfahrung, du bekommst echt alles. Ja, man kann sich vorstellen, auf dieser großen Einkaufsmeile ist auf jeden Fall immer was los. Also hier sehen wir gerade ein von Nike gesponsertes Event, einen Wettlauf. Aber ich bin dann auch weitergezogen, wollte nicht mehr warten. Aber schaute ganz cool aus. Und hier geht's wieder über eine Fußgängerüberquerung nach einem Pfiff. So, jetzt nochmal ein paar Essensstände. So, hier probiere ich das erste Mal chinesische Dumplings aus. Die sind schön mit einer leckeren Suppe gefüllt. So, das war's vom Nanjing Road. Hier nochmal ein Blick auf die Skyline Shanghais und das komplexe Straßensystem hier. Ich kam noch auf die nice Idee, die Schleife, die ich von einer Influencerin erhalten habe, für meine SSD zu verwenden. So verliere ich sie ganz bestimmt nicht. So, inzwischen muss ich noch einmal die Unterkunft wechseln, weil ich konnte das Zimmer nicht mehr extenden. Jetzt eine bisschen kleinere Bude. Aber diesmal ist mein Zimmer aufgeräumt. Und das war im Endeffekt genauso nice, weil ich eh nicht koche. So, und hier sehen wir, warum es in Deutschland mit den Baustellen nicht richtig vorangeht. Mitten in der Nacht sind sie hier noch wie die Begasten am Kloppen. Mit 10 Mann. Und schön hier mit dem Fahrrad rumgefahren. Ja, wie gesagt, viel zu klein die Dinger. Aber macht echt Spaß, da Fahrrad zu fahren.
weil die Infrastruktur mega nice ist für alle Verkehrsteilnehmer. So, hier ein schöner Grillstand. Das ist ganz cool. Du kannst dir da einfach auf einem Tablett aussuchen, was du an Fleisch und Gemüse haben möchtest. Und dann wird dir das gegrillt. Die Bezahlung läuft natürlich auch mit QR-Code. Ja, ganz normal wie überall hier. Ja, hier habe ich mir mal ein fischigeres Gericht bestellt. Das war ebenfalls sehr lecker. Und den TÜV, den gibt es sogar in China. Das hat mich schon überrascht. Ja, solche Karten springen dann entgegen, wenn man in einem typischen Restaurant essen geht. Ich kann dann empfehlen, einfach Google Lens zu benutzen, um das zu übersetzen. Geschmeckt hat es auf jeden Fall auch diesmal, aber es war ein wenig sehr scharf. So, hier fahre ich einmal zur luxuriösen Halbinsel Lujiazui, Sui, immer noch in Shanghai. Und hier kann man nochmal die nicesten Gebäude aus der Nähe betrachten. Den Shanghai Tower. Dann habe ich mein Fahrrad gegönnt und blicke nach oben. So noch mal ein letztes Mal feiern, damit ich es auch alles gesehen habe in Shanghai. Und das war's. So, jetzt sehen wir hier noch einmal die größte Einkaufsmeile der Welt bei Tag. Ist schon unglaublich. So, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat mein erster Vlog gefallen. Ich habe da jetzt gar nicht groß geplant, einfach drauf losgefilmt. Und mal hier geguckt, wie ich meine Reise einmal zusammenschnippeln kann. Aber ich denke, das kann man sich schon anschauen. Und beim nächsten Mal wird dann dies und das noch optimiert. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gregor.